Befanden sich auf diesem deutschen U-Boot die 2 Atombomben, die über Japan abgeworfen wurden? Atombombe war möglich. Bei den Nazis. U-Boot war ein Gottesgeschenk. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Was hatte das deutsche U-Boot U-234 wirklich geladen? Am 19. Mai 1945 kapitulierte das U-Boot und wurde in die USA gebracht. Hochwissenschaftlich viele Dinge waren, die in dieser Ladung drin waren, die neueste deutsche Technologie zum Inhalt hatten. Im Juni 1945 erfolgte dann der angeblich erste Atomtest der Welt. Es war ein Desaster. Unser Uran reichte nur für eine einzige solche Bombe. Womöglich waren 350 Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Es ist eine Sackgasse. Die zeitliche Reihenfolge ist erstaunlich. Am 24. März 1945 lief ein speziell zum Frachtschiff umgebautes U-Boot in Kiel aus. Schon vor Auslaufen fiel der Besatzung Merkwürdiges auf. Japanische Offiziere, die eine Kiste bewachten. Doch die Kiste war ebenfalls merkwürdig. Das Boot geladen worden ist, waren die japanischen Offiziere an Bord. Und bevor die Kisten in die Laderäume kamen, haben die oben gesessen, haben U-235 draufgeschrieben. Und dann hat es geheißen, die können nicht mal U-234 schreiben. Doch die Bezeichnung U-235 sollte nicht das U-Boot sein, sondern der Inhalt, also Uran 235. Bereits waffenfähiges Material zum Bau einer Atombombe. U-234 war ein U-Boot vom Typ 10B, ein Minenleger. Dieses U-Boot eignete sich hervorragend für dieses Sonderunternehmen. Es wurde zum Transportschiff umgebaut. Die Minenschächte wurden zum Frachtraum ausgebaut. Zusätzliche Tanks stellten eine größere Reichweite von über 18.000 Seemeilen sicher. Das Boot ist in die Germaniewerft zum Umbau gekommen. Und wir haben aber, warum, weshalb wir umgebaut worden sind, im Moment nichts erfahren. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, welchen Auftrag das Boot erhalten sollte. Es gab Spekulationen, ja, wir machen einen größeren Einsatz, aber es war im Moment bei unseren Mannschaftsdienstgraden nicht zu erfahren, wohin und weshalb. Der Sponsor der heutigen Reportage ist CyberGhost VPN. Dir ist dein Datenschutz wichtig, dann solltest du jetzt genau zuhören. In Zeiten der Cyberkriminalität und der Überwachung durch den Staat ist es umso wichtiger, dass deine Privatsphäre geschützt ist. CyberGhost ist ein weltweit führender Anbieter für Privatsphäre und Sicherheit mit mehr als 38 Millionen Nutzern weltweit. CyberGhost verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Verbindung und leitet deine gesamten Daten durch einen sicheren VPN-Tunnel. Besonders wenn du dich für Geschichte interessierst und Schlagwörter wie Zweiter Weltkrieg, Atombombe, Funktion von Wehrtechnik googelst, solltest du dich schützen, um nicht unbequeme Fragen gestellt zu bekommen oder auf Listen von staatlichen Institutionen zu landen. CyberGhost ist äußerst nutzerfreundlich und benötigt keine Vorkenntnisse. Es ist für alle Geräte wie Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV und sogar Spielekonsolen anwendbar. Auch kannst du so von der Regierung deines Landes gesperrte Seiten besuchen und dich dort frei informieren. Umgehe jegliche Zensur und bleibe trotzdem sicher. CyberGhost ist übrigens eines der am meist empfohlenen VPNs auf Trustpilot. Zudem ist CyberGhost mit über 40 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, BBC iPlayer und viele mehr kompatibel. Du kannst die App privat wie beruflich sowie im In- und Ausland nutzen. CyberGhost verfügt über Tausende von Servern in 100 Ländern und somit hast du immer eine zuverlässige VPN-Verbindung. Du kannst CyberGhost bis auf 7 Endgeräten nutzen, damit auch deine Freunde und Familie all diese Vorteile genießen können. Willst du jetzt sicher surfen? Dann klick auf meinen Link in der Videobeschreibung und erhalte 83% Rabatt. Das sind sage und schreibe nur 2,03 € im Monat und 4 Monate kostenlos kommen obendrauf. CyberGhost bietet dir 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und der Support steht dir rund um die Uhr zur Verfügung. Sicheres Surfen kann so einfach sein, denn wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Eines stand fest: Es hatte eine lange Seereise vor sich. Auch hatte es Verpflegung für fast 10 Monate geladen. Die längste Feindfahrt betrug knapp 7 Monate. Doch diese Fahrt sollte noch Monate länger dauern. Zudem wurde ein Schnorchel und modernster Radartechnik verbaut. Die Besatzung kannte ihre Aufgabe nicht. Die Operation unterlag der strengsten Geheimhaltung. Auch hatte das U-Boot hochrangige Passagiere an Bord. Der Luftwaffengeneral Ulrich Kesseler. Angeblich sollte dieser Militärattaché in Tokio werden, obwohl jedem bewusst war, dass der Krieg fast verloren war. Ihm folgte sein Adjutant Leutnant Erich Menzel, Radarspezialist und Luftverteidigungsexperte. Oberstleutnant Fritz von Sandrath, Experte für Luftverteidigung. Heinrich Hellendorn, Experte zur Flugabwehr von Schiffen. Kai Nieschling, Spionageabwehr, Betreuung für über 2000 deutsche Soldaten in Japan. Er sollte Spione aufspüren. Gerhard Flacke, Marinekonstrukteur. Heinz Schlicke, Wissenschaftler Kriegsmarine. August Bringenwald, Experte Messerschmitt Me 262. Franz Ruf, Experte für Industrieanlagen. Und 2 japanische Spezialisten, die Offiziere Korvettenkapitän Hideo Tomonaga
führender U-Boot-Ingenieur, und Leutnant Genzo Shohi, Flugzeugexperte. Das erweckte unter der Mannschaft ebenfalls Misstrauen. Den jungen Männern war jetzt bewusst, dass sie an etwas Großem beteiligt sein müssen. Selbst der Kommandant, Kapitänleutnant Johann Heinrich Fehler, wusste nicht im Detail, wer alles an Bord kam und was an Fracht geladen wurde. Soweit ich mich erinnere, hat der Kommandant von dem, was da alles an Bord gekommen ist, nichts gewusst. Denn er hat versiegelte Ladelisten gekriegt. Auf dem Boot sollen sich die Kisten, die schwer wie Blei waren, mit angereichertem Uran-235 befunden haben und 560 Kilo Uranoxid, eine enorme Menge zur Anreicherung von Uran-235. Wenn es dem Dritten Reich nicht gelang, genug Uran für den Einsatz in einer Atombombe herzustellen, warum sollten sie dann diese wertvollen und kriegsentscheidenden Stoff an ihre Verbündeten Japan liefern? Oder war es den Wissenschaftlern doch gelungen, waffenfähiges Uran in ausreichenden Mengen zu gewinnen? Laut Berichten soll dieses Uran aus dem berüchtigten Jonastal, besser gesagt in den geheimen Anlagen unter dem Truppenübungsplatz stammen. Hier soll es große unterirdische Zentrifugen geben, die Uran anreichern konnten. Auch sollen die Amerikaner davon gewusst haben, denn sie wollten mit allen Mitteln vor den Sowjets diesen Bereich, der als Hochtechnologiezentrum bekannt ist, einnehmen. Sie ließen dafür Berlin fallen und ließen Stalin den Vortritt zur Eroberung der Reichshauptstadt. Gemeinsam mit der 4. Panzerdivision wurden wir dann in größter Eile nach Osten verlegt. Dabei ließen wir alle Orte entlang des Weges links liegen. Doch auch weitere Hochtechnologie war an Bord. Mindestens eine in Teile zerlegte Messerschmitt Me 262, der erste Strahltriebjäger der Welt. Heute wird gerne unter Kritikern angebracht, dass ein solches Flugzeug niemals in einem U-Boot Platz gefunden hätte. Doch war es technisch möglich, dieses Flugzeug in Einzelteilen auf U-234 zu verladen, inklusive seiner Baupläne. Zudem waren noch modernste Zündmechanismen für Bomben, modernste Munitionstypen zur Luftabwehr, Turbinen von Junkers, eine Gleitbombe vom Typ HS-293, modernste Kameras der Firma Leica, Blaupausen der Messerschmitt Me 163, Spitzname Kraftei, V1 und V2 Raketenteile, die Pläne für eine ganze Fabrik für den Flugzeugbau. Nazi-Deutschland hat sehr investiert in Kriegstechnologien. Ballistische Raketen, V1, V2. Die Raketenentwicklung hängt ja auch damit zusammen, dass man damit dann später Atombomben transportieren kann. Dieses U-Boot hatte alles geladen, was die deutsche Rüstungsindustrie hervorbrachte. Es war Hochtechnologie, die kein anderes Land der Welt besaß. Auch waren 560 Kilo Uranoxid an Bord. Angeblich hatte Deutschland nicht genug dieses Rohmaterials, obwohl nach dem Krieg in Thüringen Uranminen erschlossen wurden, um genug Uran für die sowjetischen Atomwaffen zu fördern. Diese Minen unterstanden der Wismut. Deutschland konnte also selbst Uranoxid an seinen Verbündeten abgeben. Das zeugt auch von einem japanischen Atomwaffenprogramm. Sollten die Japaner mit Hilfe der Deutschen eine Atombombe bauen oder waren gar fertige Atombomben mit an Bord? Gewissheit darüber wird es wohl nie geben, da die Unterlagen als geheim in US-amerikanischen Archiven lagern. Auch fast 80 Jahre nach dem Ende des Krieges. Das alleine zeigt schon, welch brisante Fracht sich auf diesem U-Boot befand. Was wirklich auf dem U-Boot geladen war, wird im Laufe der Dokumentation deutlich. Auch sollen im Bereich Jonastal auf dem Übungsplatz Ohrdruf 2 Atombomben getestet worden sein. Geheimdienstberichte geben Auskunft darüber. Von Ende März 1945, dass in Thüringen vermutlich ein Atomtest stattgefunden hat. Grubericht hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ihn im Detail gelesen. Er ist wissenschaftlich sehr detailliert dargestellt, der Entwurf durchaus dem Typ einer funktionstüchtigen Implosionsbombe. Dass diese Bombe sogar weiterentwickelt war als der amerikanische Bautyp. Auch ein französisches Geheimdienstdokument vom April 1945 beschreibt den Test mit einer sogenannten elektroatomaren Bombe. Ich habe bereits darüber berichtet. Link zu den Dokumentation in der Videobeschreibung. Japan bat Deutschland immer wieder um Unterstützung, da ihnen der deutsche Fortschritt bekannt war. Hitler persönlich gab Uranerz frei und mittels japanischen Fracht-U-Booten wurde es dem Kaiserreich zur Verfügung gestellt. Bekannt sind 3 Lieferungen, die jedoch alle durch die Alliierten versenkt wurden. Wie viele es tatsächlich waren, ist unbekannt. Welche Technologie noch geliefert wurde auch. Das Uran wurde in St. Joachimsthal abgebaut. Die monatliche Ausbeute betrug 1 Tonne und das bereits im Jahre 1940. Wie viel Uran in Thüringen gefördert wurde, ist nicht bekannt. Das deutsche U-Boot verließ Kiel auf Befehl Dönitz. Doch die Alliierten wussten von dem Transport und machten Jagd auf U-234. Es durfte unter keinen Umständen sein Ziel erreichen. Da Spione in den höchsten Ämtern im Dritten Reich saßen, konnte so ein Unterfangen nicht geheim bleiben. Im Detail war offiziell nicht bekannt, was genau sich an Bord befand.
Doch die Tatsache, dass die Amerikaner das U-Boot jagten, zeigt, dass sie wussten, was sich an Bord wirklich befand und wie kriegsentscheidend seine Ladung war. Sollte hier wirklich fertige und somit einsatzbereite Atombomben an Bord gewesen sein? Die US-Amerikaner stecken mit ihrer Forschung in einer Sackgasse. Sie hatten weder genügend spaltbares Material wie Uran noch Plutonium. Doch für mehrere Bomben braucht es Uran-235 in großer Menge und das ist damals nicht vorhanden. Für Plutonium entwickeln die Wissenschaftler das Implosionsdesign. Die komplizierte Explosionstechnik, die zur Implosion führen soll, ist nicht umsetzbar. Die Wissenschaftler stehen 1944 vor fast unüberwindbaren Schwierigkeiten. Womöglich waren 350 Millionen Dollar in den Sand gesetzt, weil es mit Plutonium nicht ging. Es ist eine Sackgasse. Los Alamos verwirft das Plutonium-Gun-Design und fängt von vorn an. Nach jahrelanger Arbeit können sie nur auf eine Uranbombe setzen. Auch ihre Wissenschaftler waren alles andere als erfahren. So waren sie im Schnitt erst Mitte 20. Ihr Durchschnittsalter ist 25. Und sie wissen, dass nur ihre Arbeit vielleicht eine Atombombe der Nazis verhindern kann. Die deutschen Wissenschaftler hingegen waren sehr erfahren. Sie hatten viele Jahre praktische wie theoretische Erfahrung auf ihrem Gebiet. Das zeigt auch die Forsch der internationalen Wissenschaft vor der deutschen Kernphysik. Wenn es ein Land als erstes schaffte, dann die Deutschen. Immerhin kam die Entdeckung aus Deutschland. Sie hatten sehr gute Physiker. Womöglich baute Hitler die Bombe. Mehrere Wissenschaftler wandten sich an den US-Präsidenten, um ihn vor dem deutschen Atomprogramm zu warnen. Sie alle waren sicher, dass Deutschland das Potenzial zum Bau einer Atombombe hatte. Sie überzeugen Albert Einstein davon, US-Präsident Roosevelt auf die Gefahr einer deutschen Atombombe hinzuweisen. Conscious of the disaster which would inevitably follow if Nazi Germany should be the first to succeed in releasing atomic energy, Dr. Einstein decided to write a personal letter to the President. Die Amerikaner selbst warnten zum Ende des Krieges vor der deutschen Atombombe und ihrer Zerstörungskraft. V-2s with atomic warheads could have destroyed England. U-boats could have surfaced off our shores and launched atomic rockets against vital targets. 1938 wurde die Kernspaltung entdeckt und das in Deutschland. 1938 ereignete sich in Deutschland, das sei unterstrichen, die größte Revolution. Lise Meitner, eine befreundete Physikerin, erkennt, dabei wurde der Nukleus des Uranatoms gespalten. Sie nennt es die Kernspaltung. Wie wahrscheinlich ist es, dass die deutschen Wissenschaftler, die die Kernspaltung entdeckten, weit hinter ihren ausländischen Kollegen zurückblieben? Schauen wir hierzu auf die Raketenforschung und das US-Raumfahrtprogramm. Die Amerikaner erbeuteten die deutsche Technologie, jedoch schafften sie es nicht, diese so zu verstehen und so zu bauen, dass sie damit ins All fliegen konnten. Die durch die Operation Paperclip in die USA gekommenen deutschen Wissenschaftler durften zunächst nicht am Bau mitwirken. Erst als die amerikanischen Wissenschaftler scheiterten, wurde Wernher von Braun mit seinen Leuten hinzugezogen. In kurzer Zeit übernahm er die Leitung und die ersten funktionierenden Raketen für die Raumfahrt standen bereit. Das zeigt, wie weit die Deutschen den US-Wissenschaftlern voraus waren. Wenn wir diese Tatsachen jetzt auf die Kernphysik umleiten, dann kommt man zum selbigen Ergebnis. Kurz nach der Entdeckung der Kernspaltung wurden bereits Patente zum Bau von Atom- und sogar Fusionsbomben beim Reichspatentamt eingereicht. Die deutschen Wissenschaftler waren auch auf dem Bereich der Kernphysik weit voraus. 1934 Fritz Hutermans und Georg Stetter beginnen mit der Fusionsarbeit in Deutschland und Österreich. Ida Takke-Nodak veröffentlicht eine Studie zur Uranspaltung und Plutoniumproduktion. Erich Schumann, wissenschaftlicher Dienst des Militärs und Implosionsexperte, und Kurt Diebner werden auf die Forschung aufmerksam. 1935 begann Rausch von Traubenberg mit Neutronenreflektoren zu arbeiten. Die IG Farben und die Auer Gesellschaft meldeten Patente für Hochspannungs-Fusions-Neutronengeneratoren und Tritiumerzeuger an. 1938 begann die Organisation Todt den Abbau von Uran in Bulgarien, der unter strenger Geheimhaltung stattfand. Kurz darauf übernahm Deutschland Uranminen in Tschechien. Otto Hahn und Fritz Straßmann entdeckten die Kernspaltung und demonstrierten experimentell die neutroneninduzierte Uranspaltung. 1939 schlugen Paul Hartek und Wilhelm Groth eine Spaltbombe vor und erhielten Geldmittel für ihre Forschung. Siegfried Flügge veröffentlichte Studien mit Berechnung von Spaltreaktoren und Spaltbomben. 1939 reichte Georg Stetter einen Patentantrag für Spalt- und Fusionsreaktoren an. Er übernahm eine große Forschergruppe in Österreich und leitete die Entwicklung und Erforschung. Nikolaus Riehl begann mit der Uranverarbeitung im industriellen Maßstab für militärische Aufgaben. Wilhelm Ohnesorge und Manfred von Ardenne leiteten das Reichspostprogramm zur Urananreicherung und für den Bau einer Atombombe. Die Produktion von schwerem Wasser wurde aufgenommen.
1940 schlugen unter anderem Karl Friedrich von Weizsäcker und Fritz Houtermans die Eignung von Plutonium 239 für Bomben vor und lieferten die Berechnungen dazu. Die Militärs erkannten frühzeitig das Potenzial einer solchen Waffe und im Geheimen wurde der Bau vorangetrieben. Die US-Amerikaner starteten jetzt ihr eigenes Atomprogramm. Der Kopf dahinter war Robert Oppenheimer. Er konnte keinen Imbissstand leiten, ein unbeschriebenes Blatt. Grove Security war gegen Oppenheimer. Sie waren entsetzt. Seine Frau Kommunistin, sein Bruder Kommunist, die Schwägerin auch. Obwohl erhebliche Zweifel an seiner Kompetenz bestanden, wurde Oppenheimer der Leiter des US-Atomprogrammes. Der US-amerikanische Offizier Leslie Richard Groves war das Äquivalent zu Hans Kammler, Doktor der Ingenieurswissenschaften und Chef des deutschen Geheimwaffenprogrammes. Leslie Richard Groves, Ingenieur der US Army. Er war zuvor mit dem Bau des Pentagons befasst und Internierungslagern für japanischstämmige Amerikaner. Jetzt steht sein nächster Karriereschritt an. Er will nach Übersee und ist sehr enttäuscht. Eine imaginäre Bombe zu entwickeln, die auf nicht sichtbaren Teilchen basiert und wahrscheinlich nie funktioniert, sieht nach einem Karriereende aus. Doch nun zurück zum U-Boot. Das U-Boot wurde gnadenlos gejagt. Es hatte heftigste Angriffe zu meistern. Manchmal kamen 200 Wasserbomben pro Stunde. Ich glaube, die größte Tiefe hatten wir 280 Meter erreicht. Dafür war das Boot von der Werft gar nicht konstruiert. Aber notgedrungen mussten wir, weil die auch nicht wussten, die haben gedacht, halt, die Werfgarantie war, glaube ich, 90 Meter oder 100 Meter für die Boote. Und danach haben die auch die Wasserbomben eingestellt. Die konnten sie ja an der Tiefe einstellen, wann die detonieren sollten. Und weil wir so tief waren, sind die Wasserbomben über uns detoniert. Doch auf die deutsche Ingenieurskunst war Verlass. Das Boot war wesentlich tiefer, als die Alliierten es vermuteten, und somit entzog sich das deutsche U-234 der Vernichtung durch die Amerikaner. Auf See ereilte die Männer von U-234 folgende Nachricht von ihrem Oberbefehlshaber und Nachfolger Adolf Hitlers. 6 Jahre U-Bootskrieg liegen hinter uns. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Eine erdrückende materielle Übermacht hat uns auf engstem Raum zusammengedrängt. Von der verbleibenden Basis aus ist eine Fortsetzung unseres Kampfes nicht mehr möglich. U-Bootsmänner, ungebrochen und makellos legt ihr nach einem Heldenkampf ohnegleichen die Waffen nieder. Doch Karl Fehler glaubte der Meldung nicht. Er hielt sie für eine List. Gewissheit erhielt die Besatzung durch Abhören von Radiosendern. Der Krieg war wirklich aus. Die Wehrmacht hatte kapituliert. Fehler will jetzt auch kapitulieren. Daraufhin nehmen sich die beiden japanischen Offiziere das Leben. Fehler kam dem letzten Wunsch der japanischen Offiziere nach. Ihre Leichen wurden auf See bestattet. Fehler war sich auch seiner Verantwortung als deutscher Offizier bewusst. Bei der Bestattung wurden auch geheime Dokumente und Fracht dem Meer übergeben. Was genau, kann niemand sagen, da nur der Kommandant und die wissenschaftlichen Passagiere wussten, was sie über Bord warfen. Welche Technologien für immer in der Tiefe des Ozeans verschwanden, wird wohl nie geklärt werden können. Danach erst ergab sich U-234 den US-Amerikanern. Ein Prisenkommando, bis unter die Zähne bewaffnet, übernimmt um 23:30 Uhr das deutsche U-Boot. Bei der Nachfrage, um welches U-Boot sich es handeln würde, fragten die Amerikaner nochmal nach. Die Deutschen erwiderten, ja, wir sind U-234. Daraufhin brach Hektik unter dem Kommando und der Offiziere der USS Sutton aus. Ein Offizier sagte, wir haben sie wirklich. Sofort kamen Mannschaften mit Geigerzählern auf das U-Boot. Erst da wurde der Besatzung klar, was sie dort eigentlich transportierten. Das U-Boot wurde nach Portsmouth, New Hampshire verbracht. Die Ankunft des deutschen U-Bootes verläuft anders als sonst. Ein weiteres Indiz für die Wichtigkeit der Fracht von U-234. Presse und Reporter erhalten auf Befehl von US-Offizieren keinen Zutritt zum Hafen, wo U-234 anlegte. Alleine Militärkamerateams halten die Ankunft fest. Die Wachsoldaten hatten Schießbefehl, falls jemand versuchen würde, mit den deutschen Soldaten zu sprechen. Warum sollte man so einen Befehl erteilen, der die Erschießung der eigenen Leute und Journalisten vorsah? Etwas sehr Geheimes musste sich auf dem U-Boot befinden. Die US-Amerikaner halten die Szenen des Verlassens der hochrangigen deutschen Offiziere fest. Mit Bussen wurden die Deutschen sofort in ein Gefängnis gebracht. Dort wurde ihnen alles an persönlichen Gegenständen weggenommen. Nur ihre Kleidung durften sie behalten. Sofort wurden sie einzeln verhört. Man will alle Einzelheiten über die Ladung erfahren. Bei dem Verhör da, die wussten besser Bescheid wie ich. Die wussten, sie waren da und da waren sie doch. Da habe ich gesagt, ach ja, das kann sein, fällt mir ein. Die wussten besser Bescheid wie ich. Alles von jedem. Zeitgleich wurde U-234 entladen. Das Ladeverzeichnis wird gefunden.
Uranoxid konnte jetzt in einer Menge von 560 Kilo bestätigt werden. Diese Meldung geht sofort an sämtliche Geheimdienste in den USA. Doch die US-Spezialisten waren skeptisch. Sie fürchteten Sprengsätze. Sie sagten, wir glauben Ihnen nicht. Möglicherweise ist da eine Dynamitladung und wenn wir die Kiste öffnen, fliegen wir in die Luft. Ich entgegnete, Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen eines versichern. Als wir Deutschland verließen, da hatten wir keine Ahnung, dass wir oder das Boot in Ihre Hände fallen würden. Wir sind davon ausgegangen, die Kisten in Japan oder irgendwo in Südostasien zu öffnen. Und wir hatten nicht die Absicht, uns selbst in die Hölle zu sprengen. Als die Fracht entladen wurde, kam ein Wissenschaftler, um die Fracht zu begutachten. Der Mann war kein geringerer als Robert Oppenheimer, Leiter des US-Atomprogrammes. Die Amerikaner hatten zu wenig Uran und deshalb wurde bei dem Vormarsch in Europa eine Spezialeinheit beauftragt, Uran aufzuspüren und jedes Gramm sofort in die Staaten zu schicken. Die Operation trug den Namen Alsos. Major John Lansdale war für die Beschaffung verantwortlich. Als ich vom Uran an Bord des deutschen U-Boots hörte, war ich wie elektrisiert, denn ich wusste, wie nötig wir das Zeug brauchten. Uns war egal, wo es herstammte. Wir nahmen alles Uran, was wir kriegen konnten. Das Uran wurde nach Oak Ridge zu einer gigantischen Anreicherungsanlage verbracht. Sofort begann man mit der Anreicherung. Hier wurde das deutsche Uran angereichert. Eine Woche später war das waffenfähige Uran fertig. Obwohl die US-Atombombe 1944 in einer Sackgasse steckte und komplett neu begonnen werden musste. Oppenheimer erwog, aus dem Projekt auszusteigen. Es ist eine Sackgasse. Los Alamos verwirft das Plutonium-Gun-Design und fängt von vorn an. Uran als Sprengstoff fehlte. Eine einzige Bombe benötigt den Stoff kiloweise. Die Uranherstellung ist so langsam, dass es Jahre dauert, genug für nur eine Bombe zu erzeugen. Nur knapp einen Monat nach Ankunft des deutschen U-Bootes U-234 in den USA stand eine fertige Uranbombe bereit. Eine Plutonium-Atombombe konnte getestet werden und eine zweite Plutoniumbombe war im Bau. Erstaunlich, wie schnell die USA in nur einem Monat gleich 3 solcher funktionsfähigen Bomben bauen konnten. Wurde das erbeutete Uran in die erste über Japan abgeworfene Atombombe Little Boy eingesetzt? War es den Amerikanern aufgrund der deutschen Unterlagen erst möglich, einen Zünder für die Atombombe zu konstruieren? Denn Zündmechanismen und Unterlagen dazu haben sich auf dem U-Boot befunden. War das der Durchbruch? Hatten die Amerikaner jetzt eine auf Uran und eine auf Plutonium basierende Bombe konstruieren können? Lieferten die Deutschen den Amerikanern das letzte Puzzleteil für den Bau dieser Bombe? Als sie den Durchbruch erzielen, kapituliert Deutschland am 8. Mai 1945. Oder war die Bombe Little Boy tatsächlich eine deutsche Bombe, die auf U-234 erbeutet wurde? Als die angeblich erste Atombombe der Welt getestet wurde, der Trinity-Test, sagten Augenzeugen Folgendes aus. Nicht glauben, dass ich es mit geschlossenen Augen sah. Es war das Unglaublichste, das ich je gesehen hatte. Zuerst ein gleißendes Weiß-Gelb, das dann zu Rot und Orange und Purpur und Blau wurde. Claire Werner, die im Bereich Jonastal einen Test einer deutschen Bombe gesehen hatte, beschrieb den Test erstaunlich ähnlich wie die US-Amerikanerin. Mit einmal eine Helligkeit wie hunderte Blitze. Innen war es rot, außen war es gelb. Man hätte Zeitung lesen können. Erstaunlich, wie sich die Aussagen der beiden Frauen ähneln. Hatten die Amerikaner die Unterlagen für eine Kernwaffe erbeutet, die zuvor von Deutschland bereits getestet wurde? Haben sie diese Bombe nachgebaut oder die Erfahrung der Deutschen mit in ihre in der Sackgasse befindlichen Bombe einfließen lassen, sodass man sie nun endlich testen konnte? Die zeitliche Reihenfolge und die Geheimhaltung geben zumindest klare Indizien dafür. Wie wäre es auch sonst möglich, dass beide Frauen dasselbe aussagten, wenn sie nicht dasselbe gesehen hätten? Der Trinity-Test war ein voller Erfolg. Jetzt hatte man eine Atombombe, die tatsächlich funktionierte. US-Präsident Harry Truman besitzt jetzt die mächtigste Waffe der Welt. Und er will sie einsetzen, um Japan zur Kapitulation zu zwingen. Doch als im August die erste Atombombe auf Japan geworfen wurde, war es nicht etwa der Typ, der beim Trinity-Test in der Wüste Nevadas getestet wurde. Die Bombe Little Boy beruhte auf Uran. Wird Little Boy, eine Uranbombe im Gun-Design, in den Langstreckenbomber Enola Gay verladen. Sie ist bis dato ungetestet, doch die Wissenschaftler vertrauen ihrer Konstruktion. Warum testete man eine Atombombe, verbrauchte wertvolles spaltbares Material, wenn man dann doch einen anderen Bombentyp über Feindesland abwarf? Angeblich waren sich die jungen Wissenschaftler sicher, dass die Uranbombe zu 100% funktioniert. Doch ist das wirklich der Grund? Denn eine bereits durch einen Test bestätigte Bombe stand ja schließlich bereit, denn nur 3 Tage später warf man die zuvor getestete Bombe Fat Man über Nagasaki ab. Wenn also die Uranbombe Little Boy nicht funktioniert hätte,
Dann hätte man den Japanern den Bauplan der Bombe frei ausgeliefert und sie hätten daraus lernen können, was an der Bombe versagt hat. Noch nie wurde eine Waffe ungetestet in den Kampf gegen einen realen Feind in einem echten Krieg eingesetzt. Das war das erste Mal in der Geschichte des modernen Krieges. Wie wahrscheinlich ist das? Diese Frage muss sich jeder selbst beantworten. War es doch eine deutsche Bombe, die auf Hiroshima fiel? Musste man diese Bombe nicht testen, da die Deutschen sie bereits getestet hatten, und wusste man, dass diese deutsche Bombe tatsächlich funktionierte? Hielt man seine eigene Bombe zurück, da man noch Zweifel an der Funktion hatte? Auch diese Frage muss der Zuschauer selbst beantworten. Als die deutsche U-Boot-Besatzung von den Abwürfen erfuhr, war für sie eines klar. Als dann am 6. August die erste Atombombe in Hiroshima fiel, also für mich war das klar, das ist von unserem Zeug gebaut worden. Die am Bau der Bombe beteiligten Wissenschaftler hatten moralische Bedenken, diese schreckliche Waffe einzusetzen. Sie schrieben an den US-Präsidenten. In den USA haben einige Wissenschaftler, jetzt wo die Bombe Realität ist, Gewissensbisse, sie einzusetzen. Leo Szilard, der vor einer Nazi-Bombe gewarnt hatte, entwirft eine Petition an den US-Präsidenten, in der er ihn drängt, die moralischen Konsequenzen zu bedenken. Ihre Forderung, den Einsatz zu unterlassen, blieben ungehört. Die Waffe wurde eingesetzt und forderte unzählige unschuldige Menschenleben. Egal, wer das Wettrennen um diese Waffe gewann und wer sie wirklich baute, das ändert nicht die Tatsache, dass die USA das einzige Land sind, welches jemals gleich 2 dieser Massenvernichtungswaffen gegen zivile Städte in einem echten Krieg einsetzte. Dieser Film ist allen Opfern in Hiroshima und Nagasaki gewidmet. Denn die Bombe machte keinen Unterschied, ob Zivilist, Mann, Frau oder Kind. Sie tötete ohne Rücksicht und beendete in wenigen Sekunden über 100.000 Menschenleben. Wenn die Diplomatie versagt, sterben normale Menschen, die gezwungen werden, als Soldaten in den Krieg zu ziehen. Krieg brutalisiert sich und dadurch sterben Zivilisten. Mal versehentlich, mal gezielt. Die Militärs sprechen von Kollateralschäden, doch dahinter stehen unschuldige Menschen. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen. Oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. John F. Kennedy, US-Präsident, der erschossen wurde.